Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von GeoGuessr. Ja, wir starten einfach direkt rein. Und wir starten auf einer großen Straße. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein amerikanischer Highway. Okay, Rockland, Exit 25. Ist schon mal nicht schlecht. Aha. Interstate 90. 90, da ist die 90, let's go. Okay, das ist Ausfahrt 3. Was? Wie bin ich gerade von Ausfahrt 3 zu Ausfahrt 41 gesprungen? 26, okay, dann müsste es hier sein. 25a. Nee, 25a ist es aber nicht, das ist 25. Ist das dann? Das ist 25. Passt das von der... Nee, das passt aber nicht, ne? Weil dann kommt da ja die 7... Nee. Hä? Das ist doch das Ausfahrt 25. Das steht da dran. Hier, da, 25. Exit 25. Und ich bin auf der 90. Hä? Das ist richtig, wo ich bin, aber das passt nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ja, woanders als da macht halt keinen Sinn, ne? Aber ist halt an der vollkommen falschen Stelle. What the fuck? Warum hat derselbe Highway 2 Ausfahrt 25? Das macht gar keinen Sinn. Wer denkt sich diese Scheiße aus? Was ein Bullshit. Okay, gelbe Kennzeichen. Das ist ziemlich sicher Niederlande. Ja, das ist ziemlich sicher Niederlande. Okay. Das war schon mal easy. Jetzt kommt der Teil, wo wir versuchen herauszufinden, welche Stadt das ist. Okay. Amsterdam Richtung Süden. 13 Kilometer. Das ist nicht so weit. N246, das ist die da. Ah ja, guck mal. Hier ist ein Ortsschild. Zahnstaat Wormerwehr. 246. Oder geht es da nur in die Richtung? Könnte die Straße hier sein, oder? Diese Esso-Tankstelle, das könnte die da vorne sein. Ich bräuchte mal kurz ein Straßenschild. Kerkstraat, das ist tatsächlich diese Straße hier, würde ich sagen. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, okay, ich bin hier richtig. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gehe ich zurück zum Start. Und ich bin gestartet, praktisch direkt hinter diesem Fluss hier. Also ziemlich genau da. Das sieht gut aus. Guess. Oh, verdammt, ich war beim falschen Fluss. Ich war da drüben. Ah, verdammt. Aber egal, sind trotzdem noch 5000 Punkte. Okay. Obwohl ich fast 150 Meter entfernt bin. Okay, das ist actually sehr großzügig gewesen. Jetzt 2 Straßen entfernt. Aber naja, egal. Das passt. Oh. Okay. Wir sind an einer Tankstelle und ansonsten ist hier praktisch gar nichts. Okay, ich glaube, da wäre es jetzt erstmal hilfreich zu wissen, was haben wir denn hier eigentlich so. Hier ist auch absolut niemand. Da ist ein Auto. Und ansonsten ist hier auch weit und breit, okay, da ist noch ein Auto, aber hier ist nichts los. Galb. Noch nie gehört. Kilometer 32. Das sieht auf jeden Fall schon mal europäisch aus. Ja. La Sagra.
Das könnte Französisch sein, vielleicht. Oder vielleicht auch Spanisch oder Portugiesisch. Irgendwas auf jeden Fall in der Gegend, hätte ich jetzt gesagt. Ach, das ist die Straße. AP 41. Wo haben wir denn das? Wo haben wir denn AP? AP? Ah, Spanien. Okay. Toledo. 29 Kilometer Richtung, ja, so Süden. Das heißt, wir sollten uns nördlich davon finden. Gut, geht so. Ja, obwohl, dafür wird es auch ein bisschen weiter südlich. Okay. Gut, wir sind schon mal auf der richtigen Spur. Da vorne scheint eine Ausfahrt zu kommen oder so. Gucke ich mir das mal an. Ausfahrt 34. Val de la Sagra. Aha. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Das ist das. Das ist Ausfahrt. Steht das da dran? Da steht keine Ausfahrt dran. Das ist enttäuschend. Oder warte mal. Nee, das sind die Ausfahrten. Ne? Doch, da steht eine Ausfahrt dran. 38, 36. 34 müsste dann eigentlich hier sein. Hä? Da kommt 33, da kommt 35. Das da ist 34. Die ist hier nicht. Und vor allem, die müsste dann hier sein, aber diese Stadt, die da ausgestellt ist da. Hä? Ach, warte mal, ich bin ja auch auf der. Leute, ich bin ja auch auf der 42 gewesen, nicht auf der 41. Ja, gut. Hier 34 und da ist diese Stadt. Ja, okay, jetzt macht's auch Sinn. So, ja gut, dann hier irgendwie die Tankstelle, da ist die Tankstelle, alles klar. Wenn man jetzt erstmal auf die richtige Straße guckt, dann geht das auch recht easy. Gut. Ich bin ungefähr, Moment, da ist irgendwo so ein Bach oder so. Ja, ich glaube nicht, dass ich den jetzt hier finde. Naja. Ich müsste so da sein. 8 Meter, ja. Nice. Okay. Oh, okay. Hier ist sehr bergig auf jeden Fall. Ich würde sagen, auf jeden Fall auf den ersten Blick Europa oder Asien. Okay, kleines Auto, gelbes Kennzeichen, ein Daihatsu. Das würde für Asien sprechen wahrscheinlich. Das ist jetzt kein krasser Hinweis, basierend auf. Okay, das sieht aber, das ist auch wieder hier so ein, ja, das ist ein Toyota. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich in Asien. Ja, ja, wir befinden uns in Asien. Oh, das wird nicht leicht. Das sieht nach Chinesisch aus. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Okay, aber da scheint schon mal eine Straße zu sein, die ein bisschen größer ist. Das ist gut, weil andernfalls habe ich hier keine Chance, das irgendwie zu finden. Aha, okay. Oder ist das doch japanisch? Kann es sein, dass das doch japanisch ist? Ich hätte jetzt erst gedacht, das ist China, aber nee. Ich kann japanische und chinesische Schriftzeichen einfach wirklich nicht auseinanderhalten. Aber ja, es scheint Japan zu sein, weil die blauen Nummern passen. 158. Perfekt. Da haben wir 158. Das ist schon mal sehr gut. Takayama haben wir da. Das steht auf dem Schild. Okay, Ost-West ist die Richtung. Und Takayama ist im Westen. Das heißt, wir wären irgendwo hier. Und das ist im Osten. Gut, das heißt, das ist schon mal gut. Wir befinden uns irgendwo hier zwischen wahrscheinlich. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Da in die Richtung sind die Berge weiter weg. Da sind die eher näher. Also Richtung Westen sind eher die Berge. Das heißt, ich würde eher sagen, wir sind hier irgendwo. Das wird jetzt aber schwer, ne? Das hier noch weiter einzuschränken.
Weil ich kann hier halt nichts wirklich lesen. Das ist das Problem. 315. Oh, das ist die Kreuzung mit 315. Okay, wenn ich die 315 finde, dann weiß ich genau, wo ich bin. Sehr nice. 315. Da. Da ist 315. Und die Kreuzung von den beiden ist da. Ich glaube, ich bin gerade an dieser Kreuzung. Da ist eine Tankstelle. Ja, perfekt. Ich bin an dieser Kreuzung hier. Und ich bin von da unten gekommen. Ich bin, ja, genau, ist die einzige Richtung. Ja, logisch bin ich von da gekommen. Das ist die 1 auf der linken Seite. Das wäre da. Obwohl, nee, warte mal, das wäre das da, ne? Ja. Die zweite Ministraße und die dritte Ministraße, das wäre dann da. Und dann hier ist noch so ein kleiner Weg, das wäre da. Und dann wäre das hier die Straße. Und das heißt, wenn ich jetzt da runterfahre, hier den Berg runter, und das hier ist ja die Straße, wo ich drauf gefahren bin, das wäre dann die hier. Okay. Gut. Da kommen wir der Sache schon näher. Und hier hören dann die Häuser auf, genau. Hier ist eine Straße nach links, das ist die. Und ich glaube, hier bin ich schon relativ nah an der Stelle dran, wo ich gestartet bin, ne? Ich kann mich ja hier an den Häusern da orientieren. Ich müsste ungefähr da sein. 4 Meter. Bam! Das war richtig strong. Okay. Gut. Wir sind auf jeden Fall schon mal in den USA. Das kann man recht leicht erkennen, würde ich sagen. Digga, hier steht 2019. Die Bilder sind von 2019. Warum sieht die Qualität dann aus, als wäre es mit einer Kartoffel aufgenommen worden? What the hell? Das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Wohngegend hier. Okay. Wir haben das Ende der Straße erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich hoffe jetzt mal auf ein gutes. Florida Association of Insurance Agents. Okay. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, dass wir uns wahrscheinlich in Florida befinden. Sonst wäre der Name ein bisschen bescheuert. Aber wir wissen noch nicht, wo in Florida. Ich finde es auch gut, wie hier immer wieder der Wald zwischen Grün und... Ja, hier ist jetzt nicht... Hier, das sind einfach... Ich fahre ein Stück weiter und einfach vollkommen andere Jahreszeit. Und es wechselt einfach die ganze Zeit. Aha, eine große Kreuzung. Ohne irgendwelche Richtungsschilder, die ja hilfreich sein könnten, natürlich. Aber das hier scheint die größte von den Straßen zu sein. Und große Straßen sind normalerweise immer was Gutes. Ein Kreisverkehr? Komm, hier müssen doch Schilder sein, die irgendwelche Richtungen anzeigen. Als ob! Hier ist nichts! Hier ist einfach gar nichts! Infrastruktur durchgefallen. Okay, ich habe da jetzt auch keinen Bock mehr, noch irgendwie weiter zu gucken, wirklich. Ja, ich gehe jetzt einfach hier so irgendwo in die Mitte von Florida. Ich meine, die Runde ist sowieso im Arsch, ne? Weil die erste Runde vollkommener Betrug war, also scheiß drauf. Aha, da oben. Zwischen Tallahassee und Bradfordville. Klar, wer kennt's nicht? Naja, egal. Ja, erste Runde war halt Betrug, weil es einfach 2 Ausfahrten 25 gibt. So, what the fuck. Zweite Runde war ziemlich easy. Die war richtig einfach. Die dritte war ein bisschen schwierig, aber auch nicht wirklich schwierig. Die vierte hätte schwierig sein können. Da hatte ich ein bisschen Angst.
asiatische, also Länder mit asiatischen oder allgemein Länder einfach mit anderen Alphabeten sind halt immer sehr schwer. Aber da hatte ich, glaube ich, auch recht viel Glück. Ja, fünfte hätte ich wahrscheinlich noch rausfinden können, aber da hatte ich jetzt auch einfach keinen Bock noch weiter zu suchen. Naja, also dieses Mal nicht die 25.000 geschafft. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal wieder bei GeoGesser. Also, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Bis dann.